Viele deutsche Immobilienbesitzer und anderweitig Vermögende fürchten sich vor staatlicher Enteignung, vor Konfiskation von Vermögen, vor dem Hintergrund immer leerer werdender staatlicher Kassen. Könnte man sich davor schützen, indem man sich selbst enteignet, indem man sein Vermögen zum Beispiel an eine Stiftung oder an eine andere Struktur überträgt, damit dann der Staat dort nicht mehr eingreifen kann? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unser Thema ist ja hauptsächlich Auswanderung, Plan B, und dazu gehört natürlich auch die Vermögenssicherung außerhalb der EU. Wir haben eine eigene Webseite zu dem Thema, wo wir auch unsere Lösung vorstellen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wenn auch du Interesse daran hast, dein Vermögen international zu diversifizieren, auch vor dem Hintergrund der hier geführten Debatte, darf ich dir gerne ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Friedrich empfehlen. Er ist seit 25 Jahren in dieser Materie tätig. Er ist ehemaliger Banker, sehr international geprägt und kann dich diesbezüglich absolut unterstützen. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. So, nur nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ich sehe in letzter Zeit immer Videos auf den verschiedenen sozialen Kanälen, wo sehr junge, möglicherweise unerfahrene Influencer darüber reden, dass man sich vor Enteignung schützen kann, indem man sich selbst sozusagen enteignet, indem man sich selbst arm macht, indem man selbst nichts mehr besitzt. Und dann frage ich mich immer, wie viel Lebenserfahrung haben eigentlich diese Influencer, die diese Lösungen anpreisen? Woher wissen die eigentlich, dass das wirklich funktioniert? Haben die schon mal einen Fall erlebt, wo jemand zum Beispiel Vermögen an einen Dritten, an eine Stiftung übertragen hat und dann sind die Gläubiger über ihn hergefallen und diese ganze Struktur wurde in Frage gestellt? Denn wer denkt, dass es so einfach ist, wie die Influencer es darstellen, gründe einfach mal einen Cook Island Trust oder sowas, ja? Das ist es nun wirklich nicht, meiner Erfahrung nach. Aber was die Häufigkeit dieser Videos für mich bedeutet, ist, dass dieses Thema einfach ganz vielen Menschen im Kopf rumschwirrt, dass sie sich die deutsche Politik anschauen, die Situation der deutschen Wirtschaft, die Situation der deutschen Finanzen, der Schulden, die der deutsche Staat macht, die Politiker, die wir haben. Und da kommen viele zu dem Schluss, dass sich Deutschland und natürlich auch die EU nicht in die richtige Richtung bewegt und dass es irgendwann knallen wird. Dass irgendwann der Staat keine Möglichkeiten mehr hat, seine Verpflichtungen und vor allen Dingen auch den Sozialstaat weiter zu finanzieren, außer dadurch, dass er auf das Vermögen der Bürger zugreift. Es sorgt natürlich auch nicht gerade für viel Vertrauen, dass es ja die Politiker selbst sind, die diese Diskussion immer neu aufrollen. Man redet von Vermögensteuern, man redet davon, dass die Reichen ihren fairen Anteil bezahlen müssen und im Extremfall spricht man sogar von einem Lastenausgleich. Ein Lastenausgleich, wie wir ihn nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, wo die meisten deutschen Immobilien mit einer Zwangshypothek belegt wurden, in Höhe von 50% ihres damaligen Wertes, welche dann über mehrere Jahrzehnte abbezahlt werden musste. Also eins ist ganz klar aus meiner Perspektive, die Bürger und vor allen Dingen die vermögenden Bürger, und damit meine ich jetzt nicht die Superreichen, damit meine ich jetzt jeden, der durch harte Arbeit und durch Sparen in der Lage war, sich ein Vermögen aufzubauen und dieses Vermögen gemehrt hat, zum Beispiel durch positive Entwicklungen an den Kapitalmärkten oder auch dadurch, dass die Immobilienpreise entsprechend gestiegen sind. Also ich rede von Menschen, die sich diszipliniert haben, die weniger ausgegeben haben, die vielleicht weniger oft in den Urlaub gefahren sind, die ein weniger teures Auto gefahren haben und dadurch in der Lage waren, eben über Jahrzehnte ein Vermögen aufzubauen. Also garantiert nicht jemand, den ich jetzt als Krösus oder Schnösel bezeichnen würde, sondern ganz normale Menschen wie du und ich, die entsprechend verantwortungsbewusst und diszipliniert gelebt haben. Und dieses Verhalten soll jetzt dadurch bestraft werden, dass man sagt, naja, ein Großteil der Bevölkerung hat sich offensichtlich nicht so verhalten. Und damit man die weiter finanzieren kann, müssen jetzt diejenigen bluten, die vorausschauend agiert haben. Und nicht nur vorausschauend, sondern eben auch im Vertrauen auf den Staat, dass er ihre Interessen wahren wird. Und dieses Vertrauen wird natürlich nun bitter enttäuscht. So jedenfalls ist die Befürchtung. Und der Begriff, der diese Debatte beherrscht, ist im Grunde der Begriff der Enteignung. Wobei es hier meiner Meinung nach wichtig ist, dass man diesen Begriff einmal klärt und näher definiert. Denn tatsächlich wird man feststellen, dass vieles, was sich wie Enteignung anfühlt, ja, eigentlich keine Enteignung ist. Es ist aber wichtig, dass wir den Begriff rechtlich richtig einordnen, denn ansonsten kannst du dich auch ja nicht davor schützen. So, ich finde, dass hier Wikipedia eine ganz gute Übersicht bietet. Dort sind auch historische Fälle von Enteignung in verschiedenen Ländern beschrieben.
Ich möchte dir diesen Artikel jetzt einmal zeigen. Link packe ich in die Beschreibung dieses Videos natürlich. Als Enteignung bezeichnet man juristisch den Entzug des Eigentums an einer unbeweglichen oder beweglichen Sache durch den Staat im Rahmen der Gesetze und gegen eine Entschädigung. In der Umgangssprache wird auch die Konfiskation, der entschädigungslose Entzug, oft als Enteignung bezeichnet. Das ist aber de jure keine Enteignung, auch wenn es sich so anfühlt. Die Enteignung von Produktionsmitteln bzw. Unternehmen wird meist als Verstaatlichung bezeichnet. Die Enteignung von Grund und Boden im großen Stil als Bodenreform oder Landreform. Als Begründung der Enteignung aus verkehrstechnischen, militärischen und anderen in den Staatsaufgaben liegenden Gründen wird ein übergeordneter, dem Allgemeinwohl dienender Zweck angeführt. Das ist auch bei individuellen Enteignungen meistens die Begründung. Flächendeckende Konfiskationen gibt es beispielsweise nach Eroberungskriegen, wenn die Sieger den Verlierern alles wegnehmen, oder nach starken innenpolitischen Veränderungen wie Revolutionen. Da Eigentum in marktwirtschaftlich verfassten Demokratien zu den Grundrechten gehört, sind Enteignungen dort nur in bestimmten rechtlich geregelten Ausnahmefällen möglich. In Zentralverwaltungswirtschaften ist dagegen meist der Staat der Haupteigentümer und Verwalter der Produktionsmittel, sodass deren Enteignung allgemeines Gesetz geworden ist. So, und dann gibt es ja einige historische Referenzen, vor allen Dingen auch zur deutschen Geschichte, und das ist eben auch besonders interessant, denn leider gibt es in Deutschland tatsächlich eine lange Geschichte von Enteignung. Ich hatte ja dazu auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Der entscheidende Begriff ist der Entzug des Eigentums durch den Staat. Ja, das ist, was Enteignung im Kern wirklich ist. Und damit wird auch schon ziemlich klar, was keine Enteignung ist. Der Lastenausgleich zum Beispiel ist keine Enteignung gewesen, denn den Betroffenen wurde ja nicht das Eigentum entzogen. Sie wurden mit einer Zwangshypothek belegt, was im Grunde genommen einer Steuer gleichkommt. Auch wenn wir uns das anschauen, was in Zypern 2008 bis 2010 passiert ist, nach der Finanzkrise, wo Sparer letztlich bei einem Bail-in dann die Banken sanieren mussten, wenn sie über 100.000 Euro auf dem Konto hatten. Auch das ist tatsächlich keine Enteignung. Denn das erfolgte ja nicht durch den Staat letztlich. Denn diese Mittel flossen ja nicht dem Staat zu, sondern den Banken. Was sind also ganz praktische Beispiele für Enteignungen? Nur ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel die auch in dem Wikipedia-Artikel angesprochene Verstaatlichung von Unternehmen. Wenn der deutsche Staat zum Beispiel sagen würde, wir möchten jetzt die deutsche Automobilindustrie retten, die von der Pleite bedroht ist, wir können uns nicht erlauben, dass diese Arbeitsplätze wegfallen. Wir machen jetzt die ganzen deutschen Automobilunternehmen, zum Beispiel Mercedes, VW, BMW, zu reinen Staatsunternehmen. Dann würden diese Unternehmen verstaatlicht werden. Dann würden die Aktionäre entsprechend entschädigt werden. Über den Preis lässt sich dann streiten und danach wären diese Autohersteller im Besitz des Staates. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn Autobahnen gebaut werden müssen und ein Grundstücksbesitzer, durch dessen Grundstück diese neue Trasse führen soll, würde sich weigern, dem Staat das Grundstück zu verkaufen. Dann kann der Staat es enteignen. Auch hier muss er dem Eigentümer einen fairen Preis bezahlen. Tatsächlich ist natürlich dieser Preis nicht immer fair, denn es ist ja immer eine Frage, wie das Ganze dann berechnet wird. Ein drittes Beispiel für Enteignungen ist das Vorkaufsrecht von Gemeinden bei deutschen Immobilien. Auch das ist gesetzlich verankert. Eine Gemeinde kann sich ein Vorkaufsrecht im Grundbuch für deine Immobilie eintragen, weil zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau erweitern möchte und deshalb sicherstellen will, dass die Immobilie an sie fällt, sobald du diese verkaufst. Auch hier muss dich die Gemeinde entschädigen. Aber auch hier ist natürlich die Sorge, dass das nicht immer zu einem fairen Preis führt. So, und jetzt natürlich die Frage, sind diese Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, das, was dir konkret als Immobiliensitzer, als Vermögender in Deutschland Sorge macht? Und da würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Sondern dir geht es im Grunde genommen darum, dein Vermögen zu schützen. Zum Beispiel vor einem potenziellen Lastenausgleich, das heißt einer Zwangshypothek. Oder auch von einer Vermögenssteuer. Oder vor einem gierigen Ex-Ehepartner. Oder vielleicht auch vor einer Vermögenssteuer. Also ich sage mal von staatlichem Zugriff, der aber nicht Enteignung ist. Das sind wahrscheinlich die Themen, die dich bewegen und für die du eine Antwort suchst, für die du eine Lösung brauchst. So, und die Frage ist jetzt, würde es etwas bringen, wenn ich mein Vermögen, sei es meine Immobilien, sei es meine Aktien, sei es mein Gold, mein Krypto, wenn ich dieses Vermögen an eine juristische Person übertragen würde, die mir offiziell nicht gehört? Zum Beispiel eine Stiftung in Liechtenstein oder vielleicht auch was Exotischeres, eine Stiftung in Panama oder ein Cook Island Trust
oder eine Stiftung in Nevis oder eine amerikanische LLC. Also kommen wir zu unserem ersten Szenario. Sagen wir mal, es gibt einen Lastenausgleich in Deutschland. Man kann jetzt streiten darüber, wie wahrscheinlich das ist oder nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass es immer wieder Politiker sind, die das aufgebracht haben, zum Beispiel eben bei der Pandemie. Es gibt nach wie vor das Lastenausgleichsgesetz. Also wenn die Politik es grundsätzlich ausschließen würde, dass es zu einem solchen Lastenausgleich kommt, hätten sie ja das Gesetz schon lange abgeschafft. Aber es gibt es nach wie vor. Also muss man ja damit rechnen, dass so etwas wieder eingeführt wird, wenn es auch wahrscheinlich einen anderen Namen haben wird. Aber in einem Lastenausgleichsszenario würde es da etwas bringen, wenn ich zum Beispiel die Immobilien vorher an eine Stiftung in Liechtenstein übertrage. Hintergrund ist ja das Stiftungsvermögen ist nicht mehr mein Vermögen. Ich habe mich also sozusagen selbst enteignet. Ich habe das Vermögen übertragen. Ich habe jetzt nichts mehr. Kann ich mich davor vor dem Lastenausgleich schützen? Also bei deutschen Immobilien wird das garantiert nicht funktionieren. Das haben wir ja auch schon beim Lastenausgleich 1952 gesehen. Da war es völlig egal, wem die Immobilie gehört hat. Die Zwangshypothek wurde im Grundbuch eingetragen, egal wer der Eigentümer war. Jetzt sagen ja manche, aber könnte ich da nicht eine amerikanische LLC gründen und dann hier vom Freundschaftsvertrag profitieren, der ja zwischen den USA und Deutschland in den 50er Jahren vereinbart wurde, wo definiert wird, dass amerikanische Gesellschaften im Grunde genommen nicht entschädigungslos enteignet werden können. Nein, auch diese Struktur würde natürlich nichts bringen, denn wie wir vorhin festgestellt haben, handelt es sich beim Lastenausgleich gar nicht um eine Enteignung. Zweitens wurde der Freundschaftsvertrag nach dem Lastenausgleichsgesetz unterschrieben. Ob das wirklich beim Lastenausgleich funktionieren würde mit einer amerikanischen Gesellschaft, steht in den Sternen. Und tatsächlich beim ersten Lastenausgleich waren auch ausländische Besitzer von deutschen Immobilien betroffen. Dort wurde alles schlicht und ergreifend über das Grundbuch geregelt. Das heißt, um dich effektiv vor einem Lastenausgleich zu schützen, gibt es nur eine Lösung und die ist, deine deutschen Immobilien zu verkaufen. Denn beim Lastenausgleich 1952 waren nur deutsche Immobilien betroffen, nicht aber internationales Immobilienvermögen. Logischerweise konnte sich der Staat ja dort keine Zwangshypothek eintragen lassen im Grundbuch. So, wenn du diesen Kanal kennst, dann weißt du ja, dass wir in puncto Lastenausgleich gemeinsam mit dem Thomas Treppnau eine Lösung entwickelt haben. Dort wird tatsächlich eine ausländische Gesellschaft gegründet. Diese ausländische Gesellschaft erhält ein Vorkaufsrecht, einen sogenannten Auflassungsvormerk im Grundbuch. Das wird alles korrekt rechtssicher über den Notar eingetragen und damit wird das Grundbuch dann abgeriegelt und sozusagen eingefroren. Die Hoffnung, und ich bezeichne es als Hoffnung, denn es ist keine Gewissheit, die Hoffnung wäre in dem Fall, dass der Eintrag einer Zwangshypothek zumindest erschwert wird und man derzeit vielleicht die Immobilie verkaufen kann oder anderweitig mehr Handlungsspielraum hat. Wenn dich das interessiert, kannst du es gerne mal auf unserer Webseite anschauen, aber auch da wird natürlich die Eigentümerschaft an der Immobilie nicht an die Gesellschaft übertragen im Ausland. Die Gesellschaft hat einfach ein Vorkaufsrecht, was im Grundbuch dann eingetragen wird. So viel zum Thema Lastenausgleich, kein echtes Enteignungsszenario, aber natürlich eine gefühlte Enteignung, das ist ja völlig klar. Noch ein kurzer Einwurf hier. Ich wäre sehr vorsichtig damit, deutsche Immobilien an ausländische Gesellschaften zu übertragen. Das hat weitreichende steuerliche Konsequenzen, zum Beispiel schenkungssteuertechnisch oder auch in puncto Grunderwerbsteuer. Und dann natürlich auch, was eine mögliche steuerfreie Veräußerung der Immobilien zu einem späteren Zeitpunkt betrifft. Also ich wäre diesbezüglich sehr vorsichtig. Ich würde tendenziell eher dazu abraten. Also lass dich dort auf jeden Fall von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt entsprechend beraten. Kommen wir zu unserem zweiten Enteignungsszenario. Und hier möchte ich gerne auf das SAG-Gesetz eingehen, also das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Da geht es im Grunde genommen um Bail-ins, also um das, was ich vorhin zu Zypern erklärt habe. Die Regel ist ganz einfach. Wenn eine Bank in Schieflage gerät und du hast mehr als 100.000 Erspartes auf dem Konto, dann kann dieser Betrag von mehr als 100.000 für die Banksanierung verwendet werden. Du erhältst im Gegenzug, wenn du Glück hast, Aktien der sanierten Bank. Dieses Gesetz ist EU-weit in Kraft, aber tatsächlich gibt es das Gleiche auch in Ländern wie zum Beispiel der Schweiz oder auch Liechtenstein. Auch das ist keine Enteignung im rechtlichen Sinne, sondern hier fließen die Mittel ja der Bank zu und nicht dem Staat. Wie kannst du dich davor schützen? Die erste Antwort wäre, nicht so viel Cash zu haben. Die zweite Antwort wäre, dieses Cash zu verteilen auf verschiedene Konten. Und die dritte Antwort wäre, das Vermögen bei einer Bank zu haben, die nicht von solchen Gesetzen betroffen ist. Übrigens geht es hier tatsächlich nur um Sparvermögen. Also es geht jetzt nicht um Aktien, die du möglicherweise bei der Bank besitzt. Da gelten andere Regelungen. Wenn du jetzt Aktien besitzt bei einem Broker, dann zählen die zum Sondervermögen des Brokers und wären jetzt bei einer Pleite des Brokers nicht betroffen, zumindest nicht in einem Großteil der Fälle. Dazu haben wir auch schon verschiedene Videos gemacht. Aber um jetzt zu unserem Eingangsszenario zurückzukommen, würde es etwas bringen, wenn du jetzt Geld zum Beispiel in einer Stiftung in Liechtenstein hast.
oder in einer amerikanischen LLC hast oder in einem Cook Island Trust oder in einer Nevis Foundation? Die Antwort ist ganz einfach. Es hängt davon ab, wo diese juristische Person ihre Konten hat. Sind die Banken in einem Land, wo es keine entsprechenden Gesetze gibt, beziehungsweise ist weniger als 100.000 auf dem Konto oder was auch immer der äquivalente Betrag ist dazu außerhalb der EU, dann wäre das Vermögen dieser juristischen Person geschützt. Andernfalls eben würde genau das Gleiche gelten wie bei natürlichen Personen. So, kommen wir zum dritten Szenario, eine Vermögensteuer oder Vermögensabgabe. Gerade hat ja der Deutsche Gewerkschaftsbund vorgeschlagen, dass die Superreichen nun eine einmalige 10%ige Vermögensabgabe bezahlen müssen. Wie könnte ich mich davor schützen oder von jeder Vermögensteuer, indem ich mein Vermögen zum Beispiel an eine Stiftung in Liechtenstein, an einen Cook Island Trust oder eine anderweitige juristische Person übertrage? Also nach aktueller Sichtweise, gerade wenn man das aus der deutschen Perspektive betrachtet, ist das durchaus möglich. Wenn du dein Vermögen an eine Stiftung in Liechtenstein überträgst, dann ist dieses Vermögen dir nicht mehr zuzuordnen. Dann müsstest du darauf auch keine Vermögenssteuer abführen. Aber ob das in Zukunft noch so bleiben wird, dass dein Vermögen dann gesichert ist, das ist natürlich die große Frage. Ich hatte ja schon in mehreren Videos gesagt, dass in dem Entwurf für die weltweite Vermögensteuer, die Professor Gabriel Zuckmann erstellt hat, im Rahmen seines Mandates für die G20 ganz klar gesagt hat, dass Stiftungsvermögen in Zukunft besteuert wird. Dass man also nicht mehr sich vor der Steuer schützen kann, indem man jetzt Vermögen in irgendwelche Strukturen verschiebt, sei es jetzt Holdinggesellschaften oder auch Stiftungen oder Trusts oder sonst irgendwas anderes. In der Schweiz ist das tatsächlich heute schon gang und gäbe. Wenn du in die Schweiz umziehst und du hast eine Stiftung in Liechtenstein, ist es vielfach nicht möglich, dass diese Stiftung in der Schweiz rechtlich anerkannt wird. Das heißt, Vermögensteuer wird trotzdem fällig auf das Vermögen in der Stiftung, weil das Vermögen dir zugerechnet wird. Also das heißt, vor einer Vermögensteuer könnte eine solche Struktur tatsächlich etwas bringen. Die Details können dann potenziell kompliziert sein und es hängt stark davon ab, wahrscheinlich um welche Struktur es sich handelt. Und der Staat wird sehr genau hinschauen, ob es sich um eine missbräuchliche Gestaltung handelt. Das ist zum Beispiel heute in der Schweiz so. Das heißt, wenn du noch irgendwelchen Einfluss hast auf dieses Vermögen, zum Beispiel, weil du eine Stiftung in Panama hast und du bist dort selbst im Stiftungsvorstand drin, du kannst selbst bestimmen, was für dem Vermögen passiert, dann würde ich davon ausgehen, dass das keinen Schutz bietet. Bei einer Stiftung in Liechtenstein, wo die Einflussverhältnisse sehr klar geregelt sind, das heißt, du als Stifter hast im Grunde genommen keinen Einfluss auf das Stiftungsvermögen, das ist wirklich in der Hand eines Dritten, der das im Auftrag der Begünstigten verwaltet, dann könnte das schon eher der Fall sein, aber man muss davon ausgehen, dass das von staatlicher Seite dann sehr genau geprüft wird. Das Gleiche gilt auch bei unserem nächsten Szenario, bei einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Auch hier wäre die Frage, inwieweit sowas dann in Zukunft noch standhält, eine solche Stiftungsstruktur, und inwieweit du dich auch wirklich dann nachweisbar von dem Vermögen gelöst hast. Oder ob das letztlich de facto weiter dir zuzuordnen ist und diese Stiftungsstruktur ist nur eine Scheinstruktur. Bei dem Fall, den wir gerade eben besprochen haben, das heißt die Vermögensteuer, kann man sich natürlich immer darüber retten, dass man ins Ausland auswandert. Wenn man im Ausland lebt, wäre man nicht mehr von einer deutschen Vermögensteuer betroffen. Höchstens noch für in Deutschland belegenes Vermögen, zum Beispiel deutsche Immobilien. Bei einer Besteuerung der Staatsbürgerschaft wäre es anders. Dort würde ja dann letztlich die Steuer auf das weltweite Vermögen anfallen. Jedenfalls dann, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das amerikanische Steuerrecht hier als Referenz nehmen. Wir sehen das hier übrigens heute schon regelmäßig, dass vor deutschen Gerichten solche Strukturen angegriffen werden. Hier geht es dann vor allen Dingen auch um die Erbschaftssteuer. Da muss es jetzt nicht mal um eine vermutete Steuerhinterziehung gehen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Deutscher in die USA umzieht und dann in den USA Trusts einrichtet, auch um seinen Nachlass für seine deutschen Nachfahren zu regeln. Und die deutschen Nachfahren haben dann den Ärger mit diesem Trust am Bein. Und da wird dann eben oft festgestellt, dass dieser Trust nicht wie eine Stiftung behandelt wird, auch wenn der Trust gar nicht zur Steuervermeidung eingerichtet wurde, und dass man dann ganz erhebliche steuerliche Nachteile hat, sogar bis zu 70% letztlich dann an Steuern bezahlen muss, wenn man etwas aus dem Trustvermögen bekommt, und teilweise eben auch Steuern bezahlen muss, ohne dass man irgendwas aus dem Trust bekommt, sogenanntes Dry Income. Das ist natürlich besonders schmerzhaft. Also da schaut der Staat schon ganz genau hin und man kann sich vorstellen, wenn eine Vermögensteuer eingeführt würde, dann wäre das sicherlich ganz ähnlich. Kommen wir auf das letzte Enteignungsszenario und hier sollte man ganz klar das Finanzamt nennen. Kannst du dem Finanzamt entkommen, zum Beispiel wenn du Steuerschulden hast oder irgendwann mal Steuerschulden in Zukunft haben solltest oder das Finanzamt einfach nur annimmt, dass du Steuern schuldest, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist? Kann dann zum Beispiel eine solche Struktur wie eine Stiftung etwas bringen?
Es hängt hier sehr stark davon ab, wann du diese Stiftung etabliert hast. Es hängt hier sehr stark davon ab, dass das alles auch korrekt gelaufen ist, dokumentierbar tatsächlich auch abgewickelt wurde. Und wenn das so ist, dann kann hier der Schutz durchaus bestehen. Viele verwenden ja eine viel einfache Lösung, gar nicht die Stiftung, sondern sie übertragen einfach das Vermögen bei Zeiten, also viele Jahre bevor es zu Schwierigkeiten kommt, an den Ehepartner, an die Ehefrau. Und auch das funktioniert in der Regel, wenn das rechtlich einwandfrei organisiert und strukturiert wurde. Wobei wir haben hier Fälle aus unserer Mandantschaft gehabt, wo genau das passiert war. Der Mandant leitete ein erfolgreiches Unternehmen. Dort hat dann auf einmal das Finanzamt die Umsatzsteuer neu berechnet und hat gesagt, du musst jetzt Umsatzsteuer bezahlen. Davor war nicht klar, dass Umsatzsteuer bezahlt werden musste und dann stand er auf einmal da mit Nachforderungen in Millionenhöhe. Er hatte vor vielen Jahren bereits das Vermögen an die Ehefrau übertragen. Dort ist ein erhebliches Immobilienvermögen entstanden, alles geklärt mit dem Finanzamt, alles anwaltlich sauber geregelt. Er hatte also nichts, er hatte sich selbst enteignet, die Ehefrau hatte alles. Und das hat natürlich dann das Finanzamt sehr geärgert. Man hat hier also Forderungen an diesen Mandanten in Millionenhöhe und dann wurde hier sehr stark Druck aufgebaut auf die Ehefrau. Ja, also tatsächlich wurden hier Drohungen ausgesprochen. So nach dem Motto, jetzt sehen wir mal, wer am längeren Hebel sitzt. Also entweder du zahlst jetzt mal schön, auch wenn du gar nicht wirklich zahlen musst, weil es gibt ja keine Sippenhaft in Deutschland. Ja, also nur weil dein Mann jetzt hier persönlich haften muss im Rahmen der Unternehmensinsolvenz, ist ja die Ehefrau nicht automatisch dann davon betroffen. Aber dort hat man ganz klar mit harten Bandagen gekämpft seitens des Finanzamtes und hat erheblichen Druck aufgebaut. Und das hat dann leider dazu geführt, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Ja. Andere Fälle kenne ich, da hat das Ganze sehr gut funktioniert. Da hat sich das Paar aber dann entschieden, als es dann zu der Insolvenz kam, einfach Deutschland zu verlassen. Das heißt, man war dann nicht mehr so nahe dran. Man hat eben dann letztlich mit dem Finanzamt per Brief kommuniziert über einen Anwalt. Und außerhalb Deutschlands hat ja das Finanzamt dann nur noch beschränkte Handlungsbefugnis. Am besten, wenn man außerhalb der EU lebt, ist auch die Amtshilfe eingeschränkt. Also da kam es dann nicht zu diesen Bedrohungsszenarien, die ich gerade eben beschrieben habe, im Fall des anderen Mandanten. Und wenn wir schon von Ehepartnern sprechen und Ex-Ehepartnern, dann sollten wir natürlich hier auch noch das letzte Szenario erwähnen. Das ist jetzt kein wirkliches Enteignungsszenario, sondern eben, was passiert, wenn ich jetzt Gläubiger habe, vielleicht nicht das Finanzamt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ex-Ehefrau habe, die mich jagt, die einen großen Teil meines Vermögens will, kann mich dann eine entsprechende Struktur, eine Stiftung in Liechtenstein, ein Cook Island Trust, eine Nevis Stiftung oder was auch immer schützen. Kann tatsächlich dann diese Struktur dafür sorgen, dass der Gläubiger nichts bekommt. Nun, das hängt zunächst mal ganz stark davon ab, wie stark der Gläubiger daran interessiert ist und inwieweit er bereit ist, da tatsächlich Druck auszuüben. Wenn der Gläubiger relativ schnell aufgibt und vielfach sind solche Strukturen auch einfach nur eine Drohkulisse, das heißt, der Gläubiger sagt, naja, ich sehe jetzt ja, das ist eine Stiftung und Trust und sonst irgendwas, hat überhaupt keinen Sinn, dort jetzt irgendwie was zu machen, weil ich komme da eh nicht dran, das geht Jahre, bis ich an das Vermögen komme, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass eine solche Struktur etwas bringt. Hat aber der Gläubiger oder der ehemalige Ehepartner die Mittel und auch das Interesse daran, das hart durchzukämpfen über mehrere Jahre, dann kann es schon ziemlich haarig werden. Und wir sehen das ja zum Beispiel im Falle des österreichischen Immobilienunternehmers Herrn Benko. Dort wurde ja mit großer Energie seitens der Gläubiger und auch der Staatsanwaltschaft genau geprüft, was er für eine Struktur hat, welchen Einfluss er dann hatte. Und er hat sich dort Straftatsbeständen dann schuldig gemacht, wurde diesbezüglich auch verurteilt. Die Stiftung an sich ist dann am Ende auch in die Insolvenz gegangen. Und der Vorwurf steht eben im Raum letztlich, dass er dort Einfluss hatte auf diese Stiftung und diese nicht wirklich unabhängig war und das Vermögen auch nicht wirklich von ihm unabhängig war. Dadurch konnten seine Gläubiger dann auch in die Stiftung reingreifen. Es ging dort um eine zivilrechtliche Klage in Höhe von 900 Millionen Euro. Da wurde dem Gläubiger Recht gegeben. Da hat also die Struktur nichts geschützt. Wir kennen gerade aus dem amerikanischen Rechtsraum, wenn dort zum Beispiel jemand einen Cook Island Trust etabliert und dann dieses Vermögen an den Cook Island Trust überträgt, was ja komplett legal ist, und dann kommen die Gläubiger, sei es die Finanzbehörde oder auch andere Gläubiger, wie zum Beispiel die Ehefrau, nicht an dieses Vermögen heran, dann gibt es etliche Fälle, wo derjenige schlicht und ergreifend einfach inhaftiert wird, und zwar so lange inhaftiert wird, bis er sich ja bereit erklärt, die Übertragung rückabzuwickeln. Es gibt Fälle, da saß jemand 6 Jahre insgesamt im Gefängnis, bis er dann tatsächlich weichgekocht war und entsprechend dann die Rückabwicklung vorgenommen hat. Das geht so in die gleiche Richtung, wie das, was ich vorhin beschrieben habe, von dem Mandanten in Deutschland, wo dann die Finanzbehörden Druck auf die Ehefrau aufgebaut haben. Druck, den man nicht aushalten kann. Druck, der einem den Schlaf raubt. Und das ist im Grunde genommen das, wo ich sehen würde, dass das größte Risiko bei solchen Strukturen besteht. Ja, möglicherweise ist es so, dass man dort nicht drankommt, dass die Gläubiger dort nicht drankommen, dass die Behörden da nicht drankommen, aber die werden dann nach Wegen suchen, auf dich Druck auszuüben oder deine Familie, bis du dann weichgekocht bist. Die einzige Lösung dafür ist zu sagen, okay,
Wir sind nicht mehr vor Ort. All die Fälle, die ich dir jetzt genannt habe, sei es bei diesen amerikanischen Betroffenen oder auch bei dem Mandanten von vorhin, die waren ja nicht bereit, Deutschland zu verlassen oder die USA zu verlassen. Die wollten eben weiter ihr Leben weiterführen und das geht halt dann nicht. Also, das heißt, summa summarum, eignen sich solche Strukturen, funktioniert es, sich selbst zu enteignen. Also, es kann funktionieren, es kommt aufs Detail an, es birgt Komplikationen. Der Schutz ist nicht immer der, den du dir wünschst. Vor allen Dingen, wenn du in Deutschland weiterhin bleiben wirst, ist die Rechtssicherheit mehr als zweifelhaft, außer du würdest wirklich etwas verwenden, wie zum Beispiel eine Stiftung in Liechtenstein. Dort kann man davon ausgehen, dass die Rechtssicherheit sehr hoch ist, weil inzwischen das Liechtensteiner Modell eben voll kompatibel ist, voll etabliert ist, entsprechend auch rechtssicher einzuordnen ist. Viele andere Strukturen sind das nicht so ohne weiteres und du musst dich vorher immer fragen, was will ich erreichen? Was sind die Kosten? Was sind die möglichen Risiken? Was würde bei einer Überprüfung passieren? Und nur wenn du das alles bedenkst, dann sollte man entsprechende Schritte einleiten. Ansonsten müsste man sagen, lass es eher bleiben. Denn am Ende machst du den ganzen Aufwand und du hast vielleicht dadurch mehr Aufwand und Kosten und kannst dann dein Vermögen trotzdem nicht schützen. Und es gibt vielleicht viel einfache Wege, dein Vermögen zu schützen, als jetzt eine solche Struktur aufzubauen. Ich würde dir empfehlen, dein Vermögen international zu diversifizieren und bereit zu sein, auch Deutschland zu verlassen, auszuwandern. Aber die Vermögensdiversifikation kannst du natürlich schon im Vorfeld vornehmen. Dafür brauchst du jetzt nicht auszuwandern. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich für internationale Vermögensdiversifikation interessierst, wenn du auswandern möchtest, dich steuerlich im Ausland optimiert aufstellen möchtest, dich, deine Familie, dein Vermögen schützen willst, dann lade ich dich gerne ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen. Einige Beispiele hatte ich dir ja schon in diesem Video beschrieben. Wir können auch dich unterstützen. Buche gerne ein Beratungsgespräch. Komm zu unseren Events, Veranstaltungen, Reisen, wo du nicht nur uns, sondern auch viele andere Gleichgesinnte kennenlernst und natürlich abonniere unseren Telegram-Kanal, der auch hier in diesem Video nochmal verlinkt ist. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.